Hallo, liebe Brettspiele, die Freunde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mal wieder mit einer neuen Serie. Ich möchte euch gern zeigen, was ich im April alles gespielt habe. Los geht's! Ja, dann zeige ich euch mal, was ich im April alles gespielt habe, wenn es euch interessiert. Ihr habt gesehen, war eine Menge. Ich war fast verschwunden dahinter. Oder ich war verschwunden. Ich erzähle euch ein bisschen was zu den Spielen. Manche habe ich einmal gespielt, manche häufiger. Und gebe euch so einen groben Überblick, worum es geht. Und ja, so einen kleinen Ersteindruck. Ich fasse mich aber kurz, weil sonst wird das Video nachher 3 Stunden lang. Deswegen fange ich direkt mal an. Kein Gelaber. Los geht's. Ja, als erstes Cubitos. Das ist ein Wettrennen mit einem Würfel-Backbuilding. Ich habe da auch schon ein Video drüber gemacht. Ich verlinke euch das mal irgendwo hier. Ein Erklärvideo. Die meisten kennen schon, das Spiel wird ziemlich gehypt. Ja, teilweise sagen einige sogar, könnte Spiel des Jahres werden. Durchaus möglich. Ist wirklich ein nettes Spiel. Man baut sich halt seine Würfelpool zusammen. Die Würfel haben verschiedene Fähigkeiten. Man kann die Würfel halt kaufen. Je teurer die sind, desto schneller kommt man voran und desto mehr Sonderaktionen haben die Würfel halt. Macht wirklich Spaß, ist sehr variabel durch verschiedene Spielpläne, die dabei sind und durch verschiedene Charaktere, die die Würfel haben. Einzige Manko ist so ein bisschen diese Kisten, wo die Würfel drin sind, diese Pappkisten. Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt und diese Laschen, wenn man das so rauszieht, ist echt schon ausgeleiert. Da sollte man sich vielleicht was anderes suchen. Oder man nimmt halt so Kartenspielschachteln, so große, da müssten die Würfel eigentlich reinpassen, so viel sind das nicht. Aber ansonsten wirklich für mich auch eine Überraschung, muss ich sagen. Ein schönes Spiel. Ich habe lange drumherum geschwänzelt, weil ich mir erst nicht holen wollte. Aber mittlerweile habe ich es nicht bereut. Und ich habe auch noch niemand gesehen, der gesagt hat, oh, ist das kacke. Einer hat gesagt, oh, geht so, nicht so schlecht. Aber auch nur, weil man vorher Everdell online mal gespielt hatte. Ja, ansonsten wirklich Cubitos ist ja schon allzeit bekannt. So, ich mache mal ein bisschen Plätzchen hier am Tisch, denn hier kommt ein fetter, neuer Uwe Rosenberg Hallertau. Ja, Hallertau, eigentlich ein typischer Rosenberg. Anpflanzen auf Feldern, ernten, Schafe gibt es wieder. Man hat Karten, die verschiedene Aktionen möglich machen. Man kann Waren tauschen. Also so wie in vielen Rosenberg. Handelt sich halt, das spielt halt in Hallertau. Hallertau ist halt so ein Hopfen, das größte Hopfenanbaugebiet in Deutschland. Irgendwo im Süden. Rund um Bayern, da in der Nähe. Und ja, ist eigentlich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Er hat jetzt nicht das Spiel neu erfunden, weil wie gesagt, er hat viele seiner Mechaniken damit reingepackt. Man hat halt auch so Worker-Placement-Felder. Die Worker sind aber nur so Würfel in dem Fall. Und dann hat man halt eine Reihe mit 1, 2, 3 und so weiter. Und wenn da halt schon ein Würfel liegt, dann muss der nächste halt 2 einsetzen. Also wie gesagt, die Würfel sind Worker. Dann hat man noch so eine Leiste, so ein Haus, was man so schiebt. Ja, das ist halt dann, wie halt die ganzen Werkstätten ausgebaut und modernisiert worden sind. Das macht man immer anhand, dass man Ressourcen bezahlt. Und da schiebt man halt immer dieses Haus so vor. Und in dem Haus ist so ein Fensterchen drin. Und das zeigt halt immer an, wie viel Miepel oder wie viel Arbeiter man haben darf. Das heißt, je mehr man das modernisiert, desto mehr Worker hat man zur Verfügung, desto mehr Aktionen kann man machen. Wie gesagt, man hat auch wieder dieses Erntefeld. Ist auch so ganz schön gemacht. Eigentlich ziemlich realistisch. Das Feld wird halt, also je mehr man erntet, wird jedes Jahr die Qualität schlechter. Im ersten Jahr bringt das Feld 5 Ertrag, danach nur noch 4, danach nur noch 3. Wenn man es dann brach liegen lässt, geht es wieder 1 hoch. Dann wird es wieder besser und dann kriegt man wieder mehr Ernte. Ja, schönes Spielchen, hat wirklich Spaß gemacht. Schwere Kiste, Hallertau, Rosenberg. So, gutes Tempo vorgelegt. Ja, dann haben wir meinen Schatz gespielt. Terraforming Mars.
Keine Ahnung, das Spiel ist ja von 2017, glaube ich. Er macht immer noch so viel Spaß, einfach geil. Ich habe auch keine Ahnung, was mich da so fesselt. Sind es die Karten? Ich meine, man hat die Karten ja mittlerweile auch schon doppelt gehabt. Ich habe jetzt mir ein paar Erweiterungen endlich mal bestellt. Er macht trotzdem, keine Ahnung, es macht immer wieder Spaß. Ich kann es gar nicht sagen. Die meisten von euch kennen es ja sicherlich. Ist zurzeit auch wieder vergriffen. Man muss halt Ressourcen sammeln. Wir sind auf dem Mars, da sind halt Konzerne auf dem Mars, die wollen den Mars besiedeln und dann ist halt ein Wettkampf. Jeder führt so einen Konzern und dann baut man Seen und Wälder und baut Material ab, Titan und ja, dann wird eigentlich alles über Karten gesteuert und die Karten haben verschiedenste Funktionen. Manchmal kann man mit den Karten tauschen. Dann bekommt man Geld und ach, keine Ahnung, Unmengen an Karten dabei. Und das Spielende wird halt getriggert, wenn halt die drei Werte, also wenn man alle Seen gebaut hat, die Temperatur angestiegen ist und, jetzt gucke ich nicht auf das letzte, gibt es ja gar nicht. Ach so, der Sauerstoffgehalt, genau, in der Luft hoch ist. Wenn die Werte alle drei am Ende sind, wird das Ende halt getriggert. Wirklich sehr schönes Spiel, aber ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Terraforming Mars kennen die meisten bestimmt schon. Kann ich euch nur empfehlen. Ist, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, dann haben wir noch gespielt Tricerion. Ich habe es erst auf Tabletopia gespielt und anschließend haben wir es halt mal am Tisch gespielt. Ja, ich finde eigentlich so die Mindclash Games Spiele finde ich ganz gut. Hier habe ich mich tatsächlich schwer getan, obwohl das bei Boardgame Geek gar nicht so schwierig, also da gibt es wohl schwierige Spiele von Mindclash Games, aber ich habe keine Ahnung. Es ist halt ein Worker-Placement-Spiel, wie die anderen auch. Es gibt auch nicht 20 Felder, es gibt halt nur ganz wenige Felder, wo man die Arbeiter einsetzen kann. Das ist auch alles sehr gut und übersichtlich, aber ich hatte halt echt Probleme mit diesem Theaterplan, ja. Diese Zaubertricks und so, das habe ich auch alles verstanden. Dann hatten wir halt am Anfang auf den Karten, wo man die Tricks so drauflegt für die Vorstellung, ja, dann haben wir da auch falsch draufgelegt und ach, keine Ahnung. Und ich fand die Anleitung auch echt schwierig, obwohl ich halt die deutsche Anleitung habe, haben wir uns echt schwer getan. Wir saßen zu dritt und haben darüber gegrübelt, ja, und dann kam sogar heiße Diskussionen auf noch, ja, ne, so geht das nicht mit so Punkte und was weiß ich. Erstes Spiel, wo man ein bisschen hitziger wurde. Auch mit dem Theater. Ich habe halt gedacht, so, wenn man einen Zauber mit aufführt, ein anderer macht die Show und man führt seinen Zauber damit auf, dass der Zauberer aber mindestens stehen muss im Theater, damit er den Zauber macht. Aber ist alles halt nicht so. Ansonsten ist das irgendwie sehr thematisch, aber da hat es echt gehakt. Also ich habe mich echt schwer getan. Ich habe mir jetzt die beiden Erweiterungen bestellt, habt ihr vielleicht im anderen Video schon gesehen. Da ist auch extra eine, die Dalgards Geschenke, die macht das Spiel für 2 Personen halt auch ein bisschen besser. Und dann werde ich es nochmal ausprobieren. Habe jetzt auch im Annahmungsforum mal gefragt, wie es aussieht mit dem Theater. Man hat es mir jetzt erklärt, dass da kein Zauberer stehen muss, wenn man Gastzauberer ist. Ja, und dann werde ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Ist kein schlechtes Spiel, aber ich habe mich echt schwer getan und ich habe vielleicht auch mehr erwartet. Ja, vielleicht, wenn es mal fluffig läuft, dann macht es auch noch ein bisschen mehr Spaß, als es schon gemacht hat. So, der Tisch ist leer, aber er war noch nicht alles. Ja, dann, da habe ich auch ein kleines Video schon drüber gemacht. Kleines, süßes Spiel, Fantastische Reiche. War echt lange nicht lieferbar. Ich habe es im Oktober bestellt und jetzt ist es gekommen. Bei Strohmann Games, kleiner Verlag wohl, die machen halt nicht so viel. Ja, was soll ich sagen? 7 Karten, man nimmt eine Karte, zieht eine auf der Hand, schmeißt eine ab oder nimmt eine aus der Auslage, schmeißt eine ab. Man hat halt immer 7 Karten. Wenn 10 Karten in der Mitte liegen, ist das Spielende erreicht. Und die Karten sind halt alle untereinander, ja, oder viele sind halt miteinander kombiniert. Ja, da steht zum Beispiel drauf, man muss man hat da einen Anführer und der möchte halt eine Armee haben. Der Anführer hat einen Wert von 8. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt stimmt, aber der hat halt einen bestimmten Wert. Und die Karte wird halt immer wertvoller, wenn man noch Armeen hat. Ja, dann zieht man zum Beispiel eine Armee auf der Hand. Dann ist die Karte vom Anführer auf einmal 28 wert. So, dann steht aber zum Beispiel beim Anführer, darf aber nur ein Anführer sein, sonst wird die Karte wieder weniger wert, wenn man einen weiteren Anführer auf der Hand hat. Bei der Armee hat man vielleicht stehen, die Armee muss mindestens 2 Anführer haben. Ja, was macht man dann? Da muss man halt ausrechnen, ja gut, da verliere ich dann 5 Punkte, dafür ist die Armee dann so und so viel wert. Wirklich klasse, irgendwie alles miteinander verstrickt
Und man wechselt, so war zumindest bei uns, teilweise mittendrin, man hat am Anfang Taktik, oh jo, die Karte ist gut, oh ja, wie ein Sturm, oh, da passt das zu. Und dann mittendrin wechselt man auf einmal seine Taktik und sammelt dann was ganz anderes. Also kleines Spiel, wirklich nur Karten, hatte ich ja in dem Video schon gesagt, aber super, fantastische Reiche. So, dann kommt jetzt ein Spiel, da habe ich mich wie Bolle drauf gefreut. Praga ist kaputt, Regni. Ja, ein Spiel von Wladimir Sushi. Der hat auch Underwater Cities gemacht. Ein weiteres meiner Lieblingsspiele neben Terraforming Mars. Wir sind halt in Prag und bauen halt Prag wieder so ein bisschen auf. So grob gesagt. Ja? Der König Karl der Vierte, genau, der war halt da an der Macht zu der Zeit und wir bauen dann halt wie heißt die Königstraße, das ist die große Einkaufsstraße da aus, ja, wir bauen die Brücke, da ist dann die Universität, die Burg, überall wird halt dran gebaut, man hat halt zig Felder und überall kann man Arbeiter einsetzen, die Stadt bauen wir, die Altstadt noch, genau. Und überall bekommt man Ressourcen, ja. Man hat so einen Berg Ressourcen. Also Ressourcenknappheit herrscht da tatsächlich nicht. Dann hat man halt so ein eigenes Playerboard noch, wo man so verschiedene Marker ansetzt. Dann kann man da die Eisen- und die Kohleproduktion, glaube ich, hochpumpen. Und ja, wie gesagt, an Ressourcen mangelt es nicht. Man muss halt in dem Spiel schauen, dass man die Ressourcen halt vernünftig einsetzt. Und man hat halt immer verschiedene Aktionen zur Auswahl. Man zieht halt so Plättchen von so einem Rad, je nachdem welche Aktion gerade wo liegt, sind die teilweise kostenfrei oder kostenpflichtig und da kann man sich dann von diesen Plättchen immer eine der zwei Aktionen aussuchen und wenn dann natürlich gerade die Aktionen da liegen, wo man gar nicht für die Ressourcen hat, ist natürlich kacke, aber meistens passt es halt und ja, also ist ein Spiel, was Spaß macht, da man muss nicht kämpfen um Ressourcen, man kann bauen und tun und machen und bekommt immer irgendwie was. Praga, kaputt, Regni. Kann ich euch auch empfehlen. Also mir hat Spaß gemacht. Ich fand es noch nicht ganz so gut wie Underwater Cities, muss ich sagen. Aber ich habe auch erst eine Partie gespielt. Ich denke mal, die nächste wird auf jeden Fall besser. So. Dann kommt ein Spiel, da sagt er, das ist ja nur eingepackt, der kann der ja gar nicht gespielt haben. Habe ich aber online und auch zweimal am Tisch. Hadara. Ich weiß nicht, ob es jetzt blendet. Ich habe es halt eingepackt gelassen, weil ich es wieder abgeben werde. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es hat mich jetzt halt nicht irgendwie so umgehauen, dass ich total begeistert war. Es ist jetzt nichts, was ich halt noch nicht habe oder was ich halt noch nicht gespielt habe. Und ihr seht, das Regal ist brechend voll, da hinten auch noch. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich muss mich mal von irgendeinem Spiel trennen, deswegen werde ich Hadara jetzt wieder abgeben. Trotz alledem haben wir es halt einmal online gespielt und der Kollege hat es halt einmal mitgebracht. Dann haben wir es noch zu zweit gespielt. Ein richtiges Spiel, zwar nicht die Version, die alte Packung war es, aber ist ja eigentlich egal, das ist ja alles das gleiche, soweit ich das sehen kann. Ja, worum geht's? Man baut sich halt auch mit den Karten, man hat halt auch so ein Board, wo man seine Ressourcen managt, man hat verschiedene Farben an Ressourcen. Damit kann man wieder auch die Karten kaufen. Da sind in der Mitte so Karten. Man geht halt reihum. Jeder darf immer von einer Art und die Karten nehmen. Nimmt die auf der Hand, legt die bei sich am Board an. Man muss halt gucken, dass man nicht zu viele Karten hat. Man hat halt unten noch einen Marker, den muss man halt vorsetzen. Der zeigt halt an, wie viele Karten man haben darf. Bürger sind das halt. Die haben halt alle irgendwelche verschiedene Funktionen. Und die bringen einem dann wiederum Ressourcen und Geld und all sowas. Es ist, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Macht auch Spaß, fand ich jetzt aber nicht so herausfordernd und deswegen wird es halt wieder verschwinden. Aber, wie gesagt, ist trotzdem kein schlechtes Spiel, aber es gibt halt für mich bessere und bis ich das wieder spiele, bin ich dann 80 und wer weiß, ob ich dann noch Lust habe zu spielen. Ja, dann haben wir den Katzenteppich geknüppelt bei Calico. Ja, was soll ich da großartig erzählen? Die meisten kennen es ja bestimmt schon. Ich werde da vielleicht auch nochmal ein Erklärvideo machen, aber ich habe gesehen, da gibt es eigentlich schon genug. Ich glaube, da braucht ihr auch gar keins mehr. Es geht darum, dass man so einen Katzenteppich oder Katzendecke baut. Es ist halt so ein Plättchenlegespiel. Man hat halt verschiedene Farben und verschiedene Muster. Und
die muss man halt miteinander kombinieren. Es gibt halt Katzen, die haben bestimmte Ansprüche. Ja, die möchten dann halt nur gefleckte oder Teppichfliesen mit einem Muster haben. So 3 nebeneinander oder 5, da steht halt immer da drauf, wie die das gebaut haben wollen. Manche wollen so wie so ein Y gebaut haben, manche lang. Kommt halt drauf an, wie schwierig die Katzen sind. Ja, hat tatsächlich Spaß gemacht, muss ich sagen. So begeistert wie jetzt alle anderen, das Plättchenlegespiel schlechthin und so, so sehr hat es mich jetzt nicht abgeholt, aber ich werde es auf jeden Fall behalten. Es ist halt eine Herausforderung und das ist das Schöne an dem Spiel, muss ich sagen, weil wie gesagt, die Katzen haben bestimmte Ansprüche, wo man Punkte bekommt und man hat halt zu Beginn bekommt man 3 so Aufgabenplättchen, die man auf sein Tableau puzzelt und da stehen halt auch nochmal Aufgaben drauf. Ja, finde ich übrigens ein bisschen komisch, A, A, B, 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 C, C, C oder so steht da drauf, ja. Das heißt ja A, A, B, B, C, C heißt jeweils 2 gleiche, ja. A, A ist für 2 gleiche, B, B, C, C, dann muss man halt, wenn man die 6 Plättchen rundherum legt, muss man halt jeweils 3 Paare haben. So wäre vielleicht besser, wenn es da draufstehen würde, aber man versteht es mit der Zeit. Und die beiden Sachen zu erfüllen, ja, sowohl diese Aufgabenplättchen wie die Wünsche der Katzen. Nee, ich würde fast sagen, ist gar nicht möglich, dass man alles wirklich schafft. Ja? Dass man alle 3 Katzen da irgendwie was Schönes baut und dann auch noch um die Aufgabenplättchen das hinbaut. Und das ist halt eine Herausforderung und das macht mir halt Spaß, weil es halt ja, bis jetzt noch nicht von mir geschafft worden ist, so die Plättchen da hinzulegen. Vom Design her ist es ganz schön, auch die Boards, jeder hat so ein Board, wo man drauf puzzelt, so ein Double Layer Board, der ist halt tiefer gelegt. Und man hat halt auch eine hohe Varianz drin, weil man die verschiedenen Katzen hat. Man ordnet den Katzen halt immer die verschiedenen Wunschplättchen zu. Ja, manchmal hat der Kater Carlo, möchte Blumen haben. Im nächsten Spiel sieht man vielleicht, oh, dann will der Striche haben. Und so baut man sich halt einen wunderschönen Teppich. Calico. Also nicht sich, sondern für die Katze. So, dann haben wir noch gespielt Schlechte Knochen vom Pegasus Spiele. Ja, das ist echt ein Spaßspiel, muss ich wirklich sagen. Also Bad Bones hat mir wirklich Spaß gemacht. Leider, ja, wirklich leider ist es ja momentan nicht möglich. Ich würde es gerne mal tatsächlich mit 4 oder 5 Personen spielen. Da geht bis zu 6 Personen. Man hat auch einen Solo-Modus dabei und einen kooperativen Modus gibt es auch noch. Wir haben es jetzt halt hier so am Tisch nur zu zweit gespielt und ich habe es online einmal zu dritt gespielt. Aber das macht richtig Bock, muss ich sagen. Also die Skelette laufen halt auf die Stadt zu oder auf den Turm und dann hat man halt so verschiedene Waffen, eine Mauer, da laufen die vor, dann laufen die halt in die andere Richtung oder drehen dann ab, ja, dann dadurch ist die Mauer aber kaputt. Man hat so eine Schleuder, damit kann man die rüberschleudern zum Mitspieler. Dann hat er halt mehrere Skelette da und ja, das macht richtig Spaß. Man kann halt dem anderen so ein bisschen einen auswischen, ja. Und man muss halt aber dabei auch noch selber gucken, dass man selber nicht zerstört wird, dass diese Skelette nicht hier den Turm kaputt hauen oder die Stadt kaputt machen. Ja, weiß nicht. Ich fand's riesen Gaudi, auch online auf Tabletopia mit 3 Leuten hat's auch Spaß gemacht. Besser ist es natürlich auf dem Tisch, muss ich sagen, ja, geht auch schneller, wenn man da bei Tabletopia, wenn man die Plättchen nimmt, so der geht einem vor, der geht einem vor, die laufen halt immer in verschiedenen Richtungen. Geht's natürlich so schneller, so schiebt man die Plättchen und so. Aber wirklich ist ein Fun-Spiel, macht wirklich Spaß. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn ich euch auch nicht das Geld aus der Tasche locken will, weil ich habe ja nichts davon. Aber wie gesagt, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, dann ein Spiel, wo ich auch schon ein Video drüber gemacht habe. Santa Monica. Ich sehe den Strand, wunderschön. Ja, Urlaub fehlt so. Promenade. Naja, Santa Monica, genau. Man spielt halt an diesem Strand. Man baut sich halt einen Strand, man baut sich eine Promenade. Das macht man über Karten. Ja, es gibt Karten mit Strand, es gibt Karten mit Promenade. Und diese Karten haben verschiedene Aufgaben. Einige möchten 5 Touristen hinterher haben am Ende des Spiels. Ja. Andere möchten einen VIP haben oder einen Einheimischen auf dem Feld hinterher. Dann hat man so verschiedene Aufgabenkarten. Der eine möchte man zum Beispiel 5 Sportzeichen, Sportsachen nebeneinander haben oder so. Also es sind verschiedenste Sachen zu erfüllen. Auch da ist es schwierig. Man kann natürlich nicht alles erfüllen. Manchmal kriegt man sogar Minuspunkte dafür. Die Miepel gefallen mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, ich hatte auch schon ein Video gemacht. Werde den Link auch mal hier irgendwo einstellen, hier oder gleich mittig. Es gibt halt VIPs, Besucher und Einheimische. Ja?
Und Besucher oder Touristen, die haben schön die Sonnenbrille auf, Kamera und die Einheimischen haben halt eine Sonnenbrille auf und diese VIPs, die wollen halt bestimmte Orte besuchen. Man hat ja am Anfang so ein Startblättchen, da steht da drauf, der möchte zum Beispiel nur Sehenswürdigkeiten oder der möchte nur Sportsachen sehen. Und da muss man halt mit diesem VIP so laufen, dass man die Punkte halt sammelt auf den verschiedenen Feldern. Man hat halt immer 8 Karten zur Auswahl, 4 in der oberen Reihe, 4 in der unteren. Eigentlich darf man nur die unteren nehmen, aber man hat am Rand so eine Muschelblättchen oder wie die Dinger sich schimpfen. Und da gibt es manchmal auch so Aktionen, dass man bezahlen kann und darf sich aus der oberen Reihe eine Karte nehmen. Ja, Santa Monica ist auf jeden Fall prima angekommen bei uns. Wird auf jeden Fall auch nicht ausziehen. Tolles Spiel, viel zu große Kiste für die paar Karten da drin, aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ja, dann kommt noch ein Spiel, was wir gespielt haben, sowohl online als auch auf dem Tisch. Ich muss euch sagen, ihr wundert euch, ich spiele halt oft online mit meiner Spielgruppe und bevor ich die Spiele eigentlich auspacke, aus der Folie, teste ich sie manchmal online erst, wenn ich jemanden finde, der da mitspielt. Und deswegen sind halt teilweise Spiele dabei, die sind noch eingepackt, wie Hadara jetzt. Wenn die direkt durchfallen, schon beim Online-Spielen, dann, dann packe ich die auch gar nicht mehr aus. Kriegt man besser verkauft wieder. Ja, hier Fayum vom Friedemann Friese. Ein weiteres F-Spiel. Ist eine bilinguale Edition, ja, in Deutsch und Englisch. Worum geht's? Ja, wir sind halt hier in Ägypten und bauen da anhand von Karten Straßen, Siedlungen, Brücken, Monumente und so weiter. Ja, das hat einen besonderen Kartenmechanismus. Der Plan an sich sieht erstmal, ja, ich finde jetzt nicht so toll aus. Wenn man das Spielbrett sieht, denkt man, was ist das denn? Ja, da liegen dann überall die Krokodile, in den Sumpfgebieten, in den Bergen nicht. Man setzt halt dann da auch seine Bauern, hat man zum Beispiel, ja, setzt man den Bauern auf ein Feld, den nimmt man sich immer aus dem Vorrat, dann bekommt man halt die Ressourcen, setzt man auf einen Stein, kriegt man einen Stein, setzt man ihn auf ein Weingebiet, kriegt man Wein und so weiter. So bekommt man halt immer an Ressourcen und so sammelt man die Ressourcen und mit den Ressourcen kann man wieder verschiedene Aktionen hinterher machen. Das Besondere ist halt auch ein also man baut sich halt seine Kartenauslage zusammen und wenn alle Karten weg sind, dann darf man sich die letzten 3 Karten, die oben drauf liegen, also man spielt die Karten aus, legt die immer auf den Ablagestapel und dann sind die man zum Schluss gespielt hat, ja oben. Deswegen muss man gut überlegen, welche Karte spiele ich wann aus. Ja, es ist eigentlich ratsam, die schwachen Karten auszuspielen am Anfang und hinterher die starken, denn man bekommt die ersten 3 Karten, wenn man alle von der Hand hat, bekommt man wieder umsonst zurück und für jede weitere Karte, die man sich nimmt, muss man halt bezahlen. Ja, dadurch ist das halt ein taktischer Kniff drin tatsächlich, dass man echt stark überlegen muss. Ich hätte da gar nicht gedacht, ich habe erst gedacht, was ist das denn, ja, Fayum, Karten und so und dann habe ich da gespielt und wir hatten echt Spaß gehabt, ja, sowohl online als auch am Tisch, muss ich wirklich sagen. Und gerade wie gesagt, dieser Mechanismus mit den Karten ist echt ein Hirnzwirpler. Da muss man echt total gut überlegen, ja. Dann hat man auf einmal die Karten hier liegen auf dem Ablagestapel und dann hat man irgendwie als 8. oder 7. da eine Karte drin, hat aber nur noch 3 oder 4 Geld und kann die Karte nicht mehr kaufen und dann hat man die halt für die Runde nicht auf der Hand und die geht ja immer tiefer nach unten. Das heißt, in der nächsten Runde bräuchte man noch mehr, ja. Weil man kann auch zwischendurch immer wieder neue Karten kaufen und die kommen dann natürlich auch wieder da oben drauf. Also echt, macht echt Spaß. Und werde ich auf jeden Fall auch behalten. Ja, ich fand es erst ein bisschen teuer, aber wie gesagt, wenn es Spaß macht, ist es das Geld wert. Fayum. So, jetzt apropos ein bisschen teuer. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, das Spiel ist auch eingepackt, aber das habe ich tatsächlich auch zweimal online gespielt. Und einmal ist es in meinem Bekanntenkreis nochmal erhalten und der hat es dann nämlich auch nochmal mitgebracht. Deswegen ist die Folie noch drum. Ja, Kanban. Ein weiterer Lacerda, den ich jetzt mal gespielt habe. Ja, ich mag die Spiele halt, ja, da scheiden sich ja die Geister, gerade preismäßig, ich finde es auch viel zu teuer, muss ich sagen, aber trotz allem, ja, es macht Spaß. Es ist halt ein typischer Laserda, man hat echt ganz wenig Aktion, ich glaube 1, 2, 3, 4,
5 oder so, 4 oder 5 Einsatzfelder, die man besetzen kann. Aber da hängt so viel dran, das ist alles miteinander verzahnt, ja. Hier arbeiten ja in einer Autofabrik und dann hat man da ein Ersatzteillager, da holt man die Ersatzteile, dann hat man halt ein Fließband, wo die Wagen vom Band fließen und fahren dann auf so eine Teststrecke drauf. Man kann halt Karosserien und Designs entwerfen auf seinem Board, ja. Anhand dessen, je nachdem welche Farbe man als Design hat, darf man sich ein Auto von der Teststrecke nehmen. Oder aber man macht den Motor besser oder so, ja. Man zieht echt ein, man setzt einen Arbeiter ein und dann man sagt, ja, hier eine Ressource, oh, dann in dem Moment ist das und hier und da. Also ein typischer Lacerda, der mir natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ich muss ja immer schlucken, tatsächlich, ja, weil ich es echt teuer finde. Ob die Preise jetzt gerechtfertigt sind, keine Ahnung, aber für einen Sammler, wenn man so einer ist und man mag die Spiele, dann legt man das Geld gerne hin. Ja? Das Material ist natürlich klasse, diese kleinen Holzautos dabei und auch die Ersatzteile und so, das ist alles mit Holz, ist wirklich super. Und was hier halt noch ein besonderer Kniff ist, was mir jetzt so im anderen Spiel gar nicht vorkam, ist diese Kontrolleurin da, Sandra heißt sie, deutscher Name, vielleicht eine Sandra, gibt es ja auch in England, keine Ahnung, in Portugal, Sandra oder so. Die geht halt durch die Abteilung durch und wer halt am wenigsten sich weitergebildet hat, also zertifiziert ist, dem droht halt eine Strafe, wenn man zu dem Zeitpunkt nicht mindestens, was weiß ich, 5 Autoteile im Lager hat. Da gibt es halt so eine Übersicht, wenn die da steht, in der Abteilung guckt man halt auf der Zertifizierungsleiste, wer ist am weitesten hinten und derjenige bekommt dann schön eingedrückt, ja, wenn er nicht die Aufgabe, dann möchte die Sandra halt haben, du hast 6 Autoteile oder 5 Autoteile im Lager, du guckst, scheiße, ich habe nur 2, dann kriegst du halt Minuspunkte. Mal ein Minuspunkt plus halt von der Siegpunktleiste die Punkte abgezogen. Ja, jetzt könnt ihr schon direkt spielen nach der Erklärung. Nein, natürlich nicht, da steckt noch einiges mehr drin. Kanban. Ja, dann habe ich tatsächlich noch 2 weitere Spiele gespielt, die mittlerweile auch wieder ausgezogen sind. Deswegen nur ganz kurz, weil ich habe da schon Videos drüber gemacht. Einmal ein Kickstarter, Wishland, wo man diesen Freizeitpark aufbaut mit Karten und das ist auch ein Worker-Placement-Spiel. Ja, auch kein schlechtes Spiel tatsächlich. Klar, wenn man sieht, die Kickstarter-Preise mit Versand und so ist das heftig. Ja, das ist es also für mich überhaupt nicht wert, muss ich sagen. Da in der Preiskasse gibt es wesentlich bessere Spiele. Aber wie gesagt, es war kein schlechtes Spiel. Dann habe ich auch noch der Pech gehabt und haben die mir die Retail-Version, also die normale Verkaufsversion geschickt und gar nicht die Kickstarter-Version. Wäre mir auch gar nicht aufgefallen, wenn da nicht die Kommentare unter meinem Video gewesen wären. Vielen Dank euch nochmal. Ja. Ich habe dann die Kickstarter-Version zugeschickt bekommen, aber wie gesagt, die geht auch weg. Und wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber das Thema ist total austauschbar. Es hat nicht mit Freizeitpark zu tun und auch so, ich fand irgendwie, hat sich gezogen. Kann natürlich sein, ich wollte Fußball gucken, lief halt schon Fußball im Fernsehen und deswegen gedacht, boah, wann ist das denn endlich vorbei, ja? Nee, aber das war auch so irgendwie, ich habe keine Ahnung. Gut, den anderen beiden hat Spaß gemacht, die mit am Tisch saßen, aber für mich war halt gar nichts gewesen, muss ich sagen. Und das zweite ist halt Lines of Lydia von Spielefable. Da habe ich auch ein Video irgendwo drüber gemacht. Auch da habe ich nach 2, 3 Partien gemerkt, es ist nichts. Ich hätte, wenn man nicht so viele Spiele hat, hätte ich es tatsächlich festgehalten. Aber wie gesagt, die Regale sind voll und da ist einfach kein Platz mehr für weitere Spiele oder für Spiele, die halt nur durchschnittlich sind, ja, und klar, jetzt sieht der eine oder andere bestimmt auch Spiel, wo er sagt, oh, das ist aber noch schlechter, mag sein, Geschmäcker sind auch verschieden, aber bei Lines of Lydia ist halt auch dieser Worker-Placement-Einsatzmechanismus, wo man die da um den Brunnen rumstellt und was mich da halt so gestört hat, weil ich jetzt, ist aber kein Widerspruch zum Prager, man wurde mit Ressourcen auch zugeschüttet. Es war einfach zu einfach, ja. Und da war halt die Ressourcen, brauchte man halt, um bessere Karten zu kaufen. Und ich hatte meine Leiste ständig am Anschlag, ja, weil ich dann irgendwie da so ein Meeple reingesetzt habe. Wir haben am Anfang auch noch ein bisschen was falsch gemacht mit dem Meeple, da haben wir vielleicht gar nicht so viele Ressourcen gekriegt. Aber selbst im 2. und 3. Spiel, da war so, gähn, sag ich mal. Hat sich halt echt schwer getan. Ja, dann hoffe ich, euch hat meine erste Übersicht was wurde im April gespielt, gefallen. War auch die letzte, denn jetzt spielen wir im Mai. Dann wird halt vom Mai wieder eine kommen.
Und dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Bis demnächst. Euer Brettspiel Teddy. Tschüssi. La 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 la.